Ja, wie funktioniert das gerade im Winter? Wenig Sonne. Es sind düstere Aussichten für die deutsche Ökostromindustrie. Seit Tagen ist der Himmel bedeckt, es gibt Nebel und es ist überwiegend windstill. Damit die Verbraucher aber nicht ohne Strom dasitzen, muss all das kompensiert werden. Und zwar mit fossilen Kraftwerken und teuren Stromimporten aus dem Ausland. Laura Fleischmann berichtet. Mehr als 1600 Windräder in Ost- und Nordsee stehen still. Weil die Sonne kaum schien, sah es auch bei der Photovoltaik düster aus. In der vergangenen Woche ging die Ökostromproduktion in Deutschland gegen Null. Zwischenzeitlich produzierten die Windräder an Land gerade einmal 114 Megawattstunden. Der deutsche Stromverbrauch liegt bei 63.000 Megawattstunden. Damit Verbraucher trotzdem nicht im Dunkeln sitzen müssen, greifen die Versorger auf altbewährtes zurück, fossile Brennstoffe und Importe. Das Hauptproblem ist, dass wir zu wenig Stromspeichermöglichkeiten haben und eben auch die Modernisierung der Stromnetze viel zu spät in Angriff genommen worden sind und dementsprechend wir bei der Modernisierung, auch der Digitalisierung der Stromnetze völlig hinterherhinken. An der Strombörse müssen die Versorger für Importe tief in die Tasche greifen und dadurch auch die Abnehmer. Vergangene Woche kostete die Megawattstunde zeitweise sage und schreibe bis zu 820 €. Normal sind 40. Auch der Staat wird zur Kasse gebeten. Weil der Ökostrom zu wenig Geld abwirft, muss immer wieder Steuergeld in die Industrie gepumpt werden. Erneuerbare Energiengesetz sei Dank. Dieses Jahr werden es wohl mehr als 20 Milliarden €. Im Haushalt eingeplant waren lediglich 10. Statt sich von Wind und Wetter abhängig zu machen, will die Union einen neuen, aber quasi alten Weg einschlagen. So steht es zumindest in der neuen Energieagenda. Wir befürworten die Forschung und Entwicklung von Kernkraftwerken der 4. und 5. Generation sowie Small Modular Reactors und beteiligen uns hierzu an europäischen Partnerschaften und internationalen Initiativen. Offen für erneuerbare Energien sei die Union dennoch. Trotz allem hält die Bundesregierung an ihrem Weg fest, weg von Kernenergie und fossilen Brennstoffen zu gehen. Sie will noch mehr Windkraft und Photovoltaik. Eine Rechnung, die zurzeit nicht wirklich aufzugehen scheint. Und da frage ich nach, zugeschaltet ist Christian Seifert, Hauptgeschäftsführer beim Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Ja, Herr Büchsen. Herr Seifert, die Energiewende will ja nun den deutschen Strom nahezu ausschließlich mit Windkraft und Photovoltaik langfristig produzieren. Funktioniert ja im Sommer überwiegend auch prima. Aber wie gut klappt tatsächlich die Versorgung jetzt im dunkleren Herbst und Winter? Naja, die sogenannte Dunkelflaute, die wir derzeit erleben, wir haben im Grunde ja seit dem 2. November schon die Situation, dass wir von Stromimporten aus dem Ausland eigentlich durchgehend abhängig sind. Diese Wetterlage ist jetzt nicht so völlig ungewöhnlich. Es ist das erste Mal jetzt in diesem Winter, dass sie auftritt, aber sie kann im Grunde immer noch wiederkehren bis vielleicht in den März oder April nächsten Jahres hinein. Und deswegen auch unser Petitum als Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft. Wir brauchen eben ein zweites Standbein für die sichere Stromversorgung. Versorgungssicherheit ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die Industrie, aber ich denke für alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen müssen wir eben neben dem Standbein der erneuerbaren Energien, vor allen Dingen Wind und Sonne, eben auch das zweite Standbein haben, was regelbare Kraftwerksleistung angeht, die dann eben in Tagen wie diesen dann auch einspringen kann und eben dafür sorgt, dass bei uns hier die Lichter nicht ausgehen. Ja, können Sie das mal konkret erläutern? Wie viel Strom fehlt in Deutschland an solch dunklen Tagen? Woher kommt dann der Strom, den wir bekommen? Und befürchten Sie tatsächlich auch mal einen kompletten Ausfall? Ich habe eben noch mal geschaut, wir hatten in der letzten Woche teilweise bis zu 20.000 Megawattstunden, die gefehlt haben. Die müssen dann über das europäische Verbundnetz aus dem Ausland kommen, aus unterschiedlichen Quellen dort übrigens, sicherlich auch teilweise aus Kernenergie, aber auch aus Kohlekraftwerken oder auch aus erneuerbaren Energien im Ausland. Und wir haben eben in Deutschland ja laufen das Projekt des Kohleausstieges. Das ist auch ein gesetzlich abgestütztes Projekt. Und das bedeutet eben einfach, dass wir parallel zum Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren, der ja auch weitergehen wird und vielleicht noch forciert werden soll,
dass wir eben regelbare Kraftwerksleistung hier verlieren im Land. Dadurch, dass eben konventionelle Kraftwerke, wie sie auch genannt werden, aus dem Markt dann ausscheiden oder zur Abschaltung eben angemeldet werden. Das heißt also, wir schwächen hier langfristig die Versorgungssicherheit, wenn wir nicht im gleichen Maße moderne, regelbare Kraftwerke zubauen. Das ist angekündigt von der Bundesregierung im Rahmen der Kraftwerkstrategie. Das sollen diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke dann sein. Nur während eben der Kohleausstieg jeden Tag so ungefähr munter weiter vorangeht, kommen wir eben nicht hinterher bei den Ersatzkapazitäten. Und das setzt hinter das Thema Versorgungssicherheit mit Strom in Deutschland eben langfristig doch ein Fragezeichen. Das sehen wir mit großer Sorge. Deswegen fordern wir als VEK auch schon etwas länger, dass keine gesicherte Kraftwerksleistung in Deutschland mehr vom Netz gehen darf, bis nicht wirklich physisch und nicht nur auf irgendwelchen PowerPoint-Folien, sondern physisch die Ersatzkraftwerke bereitstehen und dann eben auch einspringen können. Womit rechnen Sie denn da in den kommenden Jahren? Es soll immer mehr Wärmepumpen geben, immer mehr Heizungen werden im Winter mit Strom betrieben. Es gibt auch immer mehr E-Autos, die Strom da verbrauchen. Was bedeutet das denn, wenn das Prinzip nicht funktioniert, dass wir im Winter eben mehr Solarenergie haben? Dann können wir uns freuen, wenn das Ausland uns, so wie es das im Moment tut, diese Lücke, die wir haben, dann auffüllt mit Stromimporten. Wenn allerdings die Bedarfe, die Lasten immer größer werden und eben die regelbare Leistung bei uns immer geringer wird, dann werden wir perspektivisch wahrscheinlich in riskante Situationen kommen. Ich will es mal so ausdrücken. Sicherlich nicht zunächst mit flächendeckenden Blackouts, aber, und das sehen wir als Industrie besonders kritisch, man wird vielleicht dann in Situationen kommen können, wo man über Brownouts nachdenkt. Das heißt also gezielte Abschaltung einzelner großer Verbraucher, und da sind wir nämlich bei der Industrie, und so weit darf es auf gar keinen Fall kommen. Die Industrie ist auf eine unterbrechungsfreie und gerne auch günstige, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, wo es im Moment eigentlich nicht passt, aber sie ist auch auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen und die muss sichergestellt werden. Das ist auch Aufgabe des Staates übrigens. Durchaus bedenklich, was Sie da sagen. Christian Seifert, Hauptgeschäftsführer beim Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und Ihre Zeit. Gerne, Herr Tüxen.